Ja, es geht weiter mit dem Baufortschritt unseres neuen Variostar 800. Ich werde weitere Details hier zum Bau zeigen. Herzlich willkommen zu meiner Reportage. Erstmal möchte ich mich recht herzlich bedanken für die vielen Kommentare und auch Glückwünsche. Und es gab auch natürlich einiges an Fragen. Die werde ich versuchen im Laufe des Videos hier zu beantworten. Im ersten Video habe ich ja den Anfang des Aufbaus gezeigt. Ich verlinke das Video hier nochmal für alle, die das nicht gesehen haben. So sah der Baufortschritt vor einigen Wochen aus. Das sind Aufnahmen aus Mai, Juni. Jetzt werden wir gleich sehen, wie weit das Ganze jetzt gediehen ist. Wir fahren in unregelmäßigen Abständen nach Vario, um dort dann Aufnahmen zu machen. Dabei stehen wir auf dem Stellplatz von Vario. Der liegt außerhalb des Werksgeländes. Ein Mitarbeiter der Firma Vario hilft mir bei den Aufnahmen. Er macht Aufnahmen, wenn es besondere Baufortschritte gibt. Ich kann nicht jeden Tag dorthin fahren, das sind 150 Kilometer für mich, um dann dort Aufnahmen zu machen. So oder so ähnlich wird unser neuer Variostar später mal aussehen. Dieser hat allerdings noch Spiegel. Bei uns wird das durch ein Kamerasystem ersetzt. So, jetzt gehen wir aber mal in die Produktion, um zu sehen, wie das Fahrzeug hier gefertigt wird. Die Bodenplatte ist ja schon länger fertig. Jetzt kommen die Seitenwände. Sie werden verklebt und verschraubt. Die Seitenwände und auch der Boden, alles ist aus GFK. Ist natürlich damit auch verrottungsfest oder es gibt keinen Rost da oder Rostprobleme damit. Und man hat auch kein Problem mit Hagel. Die Wände sind 43 mm dick und damit hat man eine sehr gute Isolation. Später ist das Ganze eine selbsttragende Kunststoffkarosserie. Man sieht die Seitenwände, es sind noch keine Ausschnitte ausgesägt, das heißt also für Fenster und Türen. Das kommt erst später, wenn das Ganze komplett außen fertig ist. Das Ganze hat nachher eine sehr gute Stabilität, aber, und das muss man natürlich auch berücksichtigen, durch die entsprechenden Materialien auch ein großes Gewicht. Daher kommen wir am Ende auf 7,5 Tonnen Gesamtgewicht, zulässiges Gesamtgewicht und ein Leergewicht von circa, ja, ich sage mal, das ganz genau wissen wir es noch nicht, aber wir werden so etwa 6,7 Tonnen Leergewicht haben. Errechnet wurde, dass wir am Ende eine Zuladung von ca. 700 Kilo haben werden. Darin sind enthalten aber schon 90% Tankfüllung und 90% des Wassertanks ist auch gefüllt. Das Fahrgestell ist ja ein MAN TGL mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 8,8 Tonnen. Also der ist mit 7,5 Tonnen noch lange nicht ausgelastet. Daher, wenn man mal 100 Kilo mehr hat, ist man ja technisch nicht überladen. Ich habe aber für uns errechnet, dass wir mit einer Zuladung von 700 Kilo auskommen müssen. Bei Herstellern von Wohnmobilen, die in Serie bauen, sieht der Aufbau ganz anders aus. Dort werden auf die Bodenplatte dann erst die Möbel geschraubt und dann später die Wände ringsherum dran gebaut. Ja, es wurde auch gefragt, hat das neue Mobil denn auch die gleiche Qualität wie euer alter Variostar? Das kann ich also hundertprozentig sagen, dass der wahrscheinlich noch eine bessere Qualität hat. Dann man hat nicht nur den Preis erhöht, um jetzt hier mehr Geld zu verdienen, sondern man hat immer auch an der Qualität gearbeitet. Und da habe ich schon einiges an Details gesehen, die auch gegenüber einem älteren Variostar doch noch erhöht sind und besser sind. So, die eine Seitenwand steht, jetzt geht es weiter mit der nächsten. Auch hier wird jetzt wieder der Kleber aufgetragen und dann wird die Platte mit einem Kran draufgesetzt. Der gesamte Unterboden ist versiegelt, alles ist sauber abgespritzt, sodass nirgendwo eine Roststelle entstehen kann, am Rahmen zum Beispiel. Das kenne ich auch von meinem jetzigen Variostar. Wenn man da drunter schaut, da ist noch alles sauber, ist noch kein bisschen Rost dran.
Die Seitenwände stehen jetzt. Jetzt ist man mit Vorbereitungen für die Rückwand und dem Dach beschäftigt. Die gesamte Außenhaut wird kältebrückenfrei erstellt. Und hier sehen wir jetzt gleich nochmal an der Rückwand die Einschnitte, denn die Rückwand ist ja hinten am Ende oder im oberen Bereich abgerundet. Hier sieht man auch nochmal die Wandstärke. Das ist ja das Schöne bei so einem Hersteller. Man kann hier viele Details selber bestimmen, wie zum Beispiel, wo soll ein Fenster hin, wie lang soll das Fahrzeug werden und. Also da gibt es viele Möglichkeiten. Alles natürlich muss technisch möglich sein. Jetzt wird die Rückwand dran gesetzt. Dann bekommt das Ganze schon ein bisschen Form. Wenn man hier Metallteile im Außenbereich sieht, sind das Hilfskonstruktionen. Das Ganze kommt nachher wieder ab. Das wird nur so lange gemacht, bis der Kleber trocken ist und das Ganze stabil ist. Wir konnten anhand eines fertigen Variostars sehen, wie nachher das Ganze innen aussieht. Also so ähnlich wird unser auch. Natürlich bekommen wir ein anderes Holz. Wir haben hier das Raumbad, sieht man nicht so viel von. Und hinten natürlich Einzelbetten wieder. Das gesamte Fahrzeug wird 8,25 Meter lang werden und hat eine Höhe von 3,40 Meter. Wir sehen jetzt die Rückwand von innen und man sieht die Einschnitte, die braucht man, um nachher eine saubere Rundung oben hinzubekommen. Das Ganze wird dann oben an einer Aluschiene auf den Seitenwänden verklebt. Hierbei muss natürlich ganz sauber und ordentlich gearbeitet werden, millimetergenau, damit die Optik nachher auch entsprechend stimmt. Die Ausschnitte, die man hier sieht, sind für die Rückleuchten im oberen Bereich. Jetzt hängt das Dach am Kran, der Kleber wird aufgetragen und dann wird das Dach auf die Seitenwände aufgesetzt. Auch das Dach ist natürlich aus GFK, somit hat man kaum Probleme mit Hagel. Die Reisemobile bei Vario werden in erster Linie auf die Fahrgestelle von MAN und Mercedes gebaut. Wenn das Dach dann fertig montiert ist, dann geht es daran, die Ausschnitte auszusägen, das heißt Tür und Fenster und die Staufächer und so weiter. Wir haben jetzt einen Zeitsprung drin, nicht alle Arbeiten können wir hier so mit der Videokamera dokumentieren. Das führt zu weit, das wäre dann auch ein zu langes Video. Ja, wir sind jetzt bei der Vorderfront, die wird jetzt eingesetzt. Auch die Vorderfront ist aus GFK, sie wird auf einem Negativ von Hand laminiert. Jetzt wird ein spezieller Kleber aufgetragen hier an den Seiten und dann wird die Vorderfront mit den Seitenteilen und dem Dach verklebt. Auch hier muss wieder sehr sorgfältig gearbeitet werden, denn das Ganze soll nachher aussehen wie aus einem Guss. Das heißt, die Seitenwände und die Vorderfront sollten so ineinander übergehen, dass man keinen Übergang sieht. Die Vorderfront herzustellen ist sehr aufwendig. Alles wird von Hand gemacht, hatte ich glaube ich schon gesagt. Auch dass die Oberfläche so glatt ist, wie sie jetzt hier ist mit sehr viel Arbeit verbunden.
Damit am Ende alles ganz genau passt, hat man einige Hilfskonstruktionen vorher angefertigt. Auch oben am Dach muss das Ganze genau angepasst werden. Alle, die sich hier bei Variomobil ein neues Mobil bauen lassen, haben in zeitlichen Abständen die Möglichkeit, sich den Baufortschritt anzuschauen. Teile angesetzt hast. Warum? Weil das GFK ist und das Alu ist. Das kannst du nicht miteinander verbinden. Hier ist das GFK und das GFK. Und das kannst du verbinden. Ah ja. Es gibt von unserer Seite natürlich immer mal wieder Fragen zum neuen Fahrzeug. Und manchmal sind auch Dinge, die man vielleicht doch noch irgendwie geändert haben möchte. Soweit das dann möglich ist, macht man das dann. Alle Kabel, die benötigt werden, werden frühzeitig mit verlegt. Die Heckstoßstange ist jetzt dran und auch die Eckverbindungen sind jetzt befestigt. Wir haben hier auf der Beifahrerseite, wie bei unserem jetzigen Mobil, auch eine große Klappe, die sich nach oben hin öffnet. Auf der anderen Seite haben wir jetzt keine große Klappe mehr, sondern dort ist eine Tür, die sich zur Seite hin öffnet. Hat einen Vorteil, man kann zum Beispiel näher an eine Hecke ranfahren und trotzdem noch die Tür öffnen, weil sie nicht ganz so groß ist und nicht nach oben hin aufgeht. Noch ein paar Worte zum Motor. Es handelt sich um einen MAN TGL 8220, ein Vierzylindermotor mit einem Turbodiesel, 220 PS, 4,6 Liter. Er erfüllt die Euro 6 Norm. Auch bei unserem neuen Vario werden wir eine Anhängerkupplung anbringen lassen. Hier sehen wir jetzt das Armaturenbrett, das im Moment natürlich abgedeckt ist und im Moment noch nichts dran gemacht wird. Im unteren Bereich wird das Ganze in Wunschfarbe lackiert. Das geht hier dann in hell weiter. Schön, ja. So, hier hast du noch eine kleine... Es wird ja gerade aktuell ein Vario Star fertiggestellt. Das ist nicht unser, sondern ein anderes Kundenfahrzeug. Dort können wir uns dann immer ansehen, wie es am Ende aussieht. Guck dir, das federt richtig hier. Mann, ich habe auch Gewicht. Oh nee, das kommt richtig hoch. Nein, das ist auch schön. Wir bekommen ja hinten im Heck 2 Einzelbetten. Man kann natürlich auch ein Doppelbett haben, wenn man das möchte. Das ist individuell alles möglich. Auch die Länge der Betten kann man bestimmen. Muss natürlich in den Maßen bleiben, sodass es auch irgendwo noch Sinn macht. Es gab viele Fragen nach unserem jetzigen Vario, ob wir den verkaufen möchten oder ob der käuflich zu erwerben ist. Ja, aber wir haben schon jemanden, der ihn gerne haben möchte, und zwar ist das jemand aus der Verwandtschaft, und so haben wir dem den versprochen. Der hat auch schon ganz frühzeitig angefragt. Hier haben wir jetzt einen weiteren Teil der Vorderfront, ja, man könnte sagen Stoßstange. Auch dieses Teil ist komplett aus GFK in Einzelfertigung angefertigt worden. Der Vario Star und auch der Vario Perfect, beide sind komplett überarbeitet worden und haben jetzt eine ganz neue Vorderansicht und auch eine Rückansicht, eine neue. Die gesamte Beleuchtung ist bei den neuen Fahrzeugen jetzt natürlich in LED-Technik. Weitere Details zum neuen Fahrzeug erklärt uns jetzt nochmal Heiko Hülsmann. Mich auch ganz schön. Das ist wie Perfect. Das ist ja, aber das habt ihr beim Perfect schon lange? Und beim Perfect schon lange, weil das relativ aufwendig ist. Ja. Du musst diesen Schlosskasten bauen. Ja. Das musstest du bei dem anderen nicht. Da hast du die Schlösser eingesetzt, dann hast du hier die Verriegelung, nächstes Schloss fertig. Hier baust du einen Schlosskasten, ein Gestänge dahinter und so weiter. Aber es ist natürlich super komfortabel von der Bedienung her, weil du einfach nur ein Schloss hast. Ja. Und eben hier dann diese Leiste, die das dicht macht nach hier, dass dir kein Wasser hier mehr reinläuft. Ja, ja. Das ist man hat jetzt auch keinen, bei meinem jetzigen Fahrzeug habe ich ja noch einen Tank, Einfüllstutzen, ich bin ja gesagt, für den Dieseltank. Hier muss ich die Klappe öffnen, um an den Dieseltank. Ja, da sind wir wieder bei dieser schlichten Außenansicht, die ich ja mag. Ja. Ich mag hier jetzt nicht noch so ein kleines Kläppchen haben. Nein, nein. Deswegen finde ich das schick, wenn da nichts ist. Ja. Und ob ich die kleine öffne oder diese. Ja, ist richtig. Wo ist der Unterschied? Ja. Wichtig ist, dass das nicht so eine
Tiefe ist, dass du an der Zapfsäule auch vorbeikommst, Richtig, weißt du? richtig, das ist wichtig. Aber das ist hier gegeben. Ja, ja. Und dann kannst du hier super dran und Ja. das machen. Ja. Wenn ich das richtig weiß, dann ist das der erste neue Variostar, der fertiggestellt wurde. Und dieser wird auch auf der Messe dann zu sehen sein. Der Messe in Düsseldorf natürlich. Wir werden auch auf der Caravan-Messe in Düsseldorf sein, und zwar am Freitag, den 2. September und Samstag, den 3. September. Das war jetzt mein zweiter Teil zum Aufbau oder Bau unseres neuen Vario Stars. Es werden noch 2, 3 Videos folgen, bis das Fahrzeug letztendlich komplett fertig ist. Für heute sage ich jetzt mal wieder Dankeschön fürs Zuschauen und bye bye, bis zum nächsten Mal.